Es ist jetzt mehr Holz, als ich selber verarbeite. Also ich mache im Jahr 20, 25 Gitarren. Hier ist zum Beispiel jetzt geriegeltes Vitenia in einer unglaublich schönen Qualität. Und wenn du das angeboten kriegst, dann spielt es gar keine Rolle, ob du es brauchst. Dann mache ich am Rechner relativ bald gegenüberstellende Entwürfe. Das sind natürlich jetzt nur so grobe Schätzungen. Das heißt, der nächste Weg ist dann, wenn ich die Gitarre so mal gezeichnet habe, kann ich natürlich jederzeit wieder eine Modifikation vornehmen. Und ich mache dann erstmal so einen groben Prototypen und muss dann nochmal Änderungen machen. Die spiele ich dann quick und dirty, wird auch nicht lackiert. Ich baue die mal zusammen und dann merke ich schon, wo es passt und wo es noch klemmt. Und dann mache ich erst die nächste richtige Modifikation. Als ich angefangen habe, nicht Gitarren nach den Paradigmen zu bauen, die du in Fachzeitschriften liest und selber versucht habe, mit den Materialien zu experimentieren, da habe ich erst gemerkt, was Gitarren eigentlich ausmacht. Vorher glaubst du der Autorität, so viele Menschen schreiben drüber, die müssen es alle wissen und dann wird dir erst später klar, dass dieser Diskurs sehr, sehr stark vom Hörensagen, also vom jemand sagt, das muss so sein, wird es geprägt und eine Menge dieser Diskursteilnehmer, Journalisten zum Beispiel, sind Menschen, die nicht selber Gitarren bauen und selber quasi gar nicht in so eine Situation kommen, durch Experiment was ausprobieren zu können. Und wenn du jetzt aber selber in der Werkstatt mal ausprobierst, du baust einen Tonabnehmer mal nach oder du baust eine Gitarre nach, dann merkst du plötzlich, das ist nicht so, wie ich es jetzt gelesen habe. Und ich hatte ja 10 Jahre lang Gitarren gebaut, die so aussahen wie klassische E-Gitarren aus den 60er, 70er Jahren. Und irgendwann ist mir klar geworden, wenn du dich nicht mehr abhängig machst von diesem Bildbegriff der klassischen Gitarre und akzeptierst, dass ein Instrument dann anders aussieht, dann ist es deine Aufgabe als Designer, eine Formensprache oder eine Bildwirkung zu entwickeln für das, was dabei rauskommt und das dann so konsequent wie möglich zu machen. Und es wird aber eine überwiegende Mehrheit sein, die Musik als Reenactment macht und natürlich auch eine visuelle Konformität braucht in der Gitarre genauso wie in der Bühnenkleidung. Die Gestalt der Gitarre wird als sehr identitätsstark wahrgenommen und meine Absicht ist es eigentlich eher, diese Identität nicht überzubetonen, denn letzten Endes ist diese Form eine Konsequenz der Konstruktion der Gitarre. ZZ Top zum Beispiel hat eine Platte gemacht mit der Birdfish, also Billy Gibbons, der Gitarrist von ZZ Top, eine Platte eingespielt, die er hauptsächlich mit der Birdfish eingespielt hat. Man könnte die jetzt als Studiogitarre begreifen, weil sie sehr variabel ist, aber es gibt eben auch Musiker, die diese Gitarre besitzen, aber niemals auf der Bühne spielen würden, weil es einfach nicht passt. Dann habe ich viele Kunden, die meine Instrumente sammeln, das heißt, die das als ein Werk betrachten und anfangen mit einer Gitarre und dann irgendwann alle Modelle haben wollen, manchmal auch alle verschiedenen Ausführungen und die kaufen dann alle Modelle. Interessanter ist es für mich in den letzten Jahren geworden, wenn meine Gitarren visuell verstanden oder geliebt werden. Also ich habe in den letzten Jahren öfters Kunden, die eine Birdfish, in dem Fall jetzt eine Rhodium Birdfish, das ist sozusagen eine Schmuckversion meiner Birdfish, eine Rhodium Birdfish kaufen, ohne dass sie Gitarre spielen können. Das ist für mich inzwischen so eine Auszeichnung, die ich als mindestens gleichwertig meiner klanglichen Auszeichnung empfinde, denn gut klingende Gitarren sind Hausaufgaben. Jetzt geht es um die Kür und jetzt setze ich mich mit Formen in einer anderen Herangehensweise auseinander, wie mit der Antonia eben, wo ich gesagt habe, es ist eine klassische Form und jetzt mache ich sozusagen eine Retro-Gitarre aus dieser Form und schaue, wo mich das jetzt hinführt. Nicht, ich habe ein Klangkonzept und mache eine Form und die Musiker müssen schauen, wo sie das hinführt, sondern ich schaue, wo mich jetzt die Form hinführt.
Also ich bin jetzt gerade wieder dabei, ein neues Modell zu machen, was auch wieder was Archetypisches wird. Die wird sich jetzt auseinandersetzen mit der F-Löcher-Gitarre, mit der Gitarre, die die F-Löcher hat, die aus dem Jazz heraus entstanden ist. Später im Rockabilly, mit dieser Formelhistorie der Jazzgitarre, möchte ich eine Rockgitarre machen, die dann auch Zweitonabnehmer dann hat und eine andere Musik machen wird wie die Antonio. Aber es wird auch wieder was Gestalterisches sein, also wo ich mich nur mit dieser Form auseinandersetze.